Was bedeutet Selbstliebe? Ist das nicht Egoismus? Liebst du dich selbst? Schätzt du dich wert? Woran merkst du das? Woran merken andere das? Darum soll es heute gehen. Wie ich von meinen Seminarteilnehmern und Coaches, aber auch aus meinem Umfeld weiß, haben viele nach wie vor ein Problem mit dem Begriff Selbstliebe. Allenfalls können sie sich noch hinreißen lassen, stattdessen den Begriff Selbstwertschätzung zu wählen. Es ist so ein Geschmäckle dabei, wie der Schwabe sagen würde. So nach der Art, ja, Selbstliebe, das ist nichts Gutes, das erinnert so sehr an Egoismus. Nur, ist Selbstliebe wirklich Egoismus? Oder wie kann man das beides voneinander unterscheiden? An einem Beispiel wird der Unterschied zwischen Selbstliebe und Egoismus vielleicht am besten deutlich. Stell dir vor, du bist in einer Partnerschaft und es ist einfach die Situation gegeben, einer von euch fährt im Urlaub lieber in die Berge und der andere ans Meer. Das klassische Beispiel also. Egoismus ist aus meiner Sicht, wenn einer der beiden grundsätzlich auf seinem Wunsch besteht und alle möglichen Techniken der Manipulation anwendet, um zu seinem vermeintlichen Recht zu kommen, wohl wissend, dass sein Partner, seine Partnerin möglicherweise leichter dazu bereit ist, nachzugeben, um einfach Stress zu vermeiden. Das ist der blanke Egoismus. Bleiben wir beim gleichen Beispiel, um uns wahre Selbstliebe einfach vor Augen zu führen. Angenommen, die Beziehungssituation ist so wie vorher gerade geschildert, dann wäre es ein Akt der Selbstliebe des häufig sich zurücknehmenden Partners in der Beziehung, wenn er sagt, weißt du was, wir haben all die Jahre immer vorrangig Urlaub am Meer gemacht. Mich zieht's so sehr in die Berge. Wir können das in diesem Jahr, wenn du unbedingt ans Meer möchtest, gern so machen. Du fährst eine Woche ans Meer und ich fahre mit meiner Freundin in die Berge und danach machen wir noch irgendetwas Gemeinsames. Das ist wahre Selbstliebe. Damit du leichter einschätzen kannst, wo du mit deiner Selbstliebe stehst und wo es vielleicht noch Optimierungspotenzial gibt, erhältst du jetzt zu 7 wichtigen Lebensbereichen Fragen, denen du in einer ruhigen Minute einfach mal nachgehen kannst. Bleiben wir gleich beim Bereich Partnerschaft. Wie stimmig fühlt sich deine Partnerschaft für dich an? In welchem Maße kannst du ganz du selbst sein? Wie steht es mit der Balance zwischen Geben und Nehmen? Schauen wir uns das Thema Gesundheit an. Wie gut fühlst du dich wirklich? Rastere deinen Körper mal von Kopf bis Fuß. Wo sind Verspannungen? Wo ist vielleicht ein kleiner Schmerz, der letztlich ein Aufschrei deiner Seele ist? Spüre hinein. Sind es Schulter und Nacken? Sind Gelenke betroffen? Ist es der Rücken? Machen dir die Augen Schwierigkeiten mitunter? Oder bist du sehr schnell müde, gereizt, nervös? Schau es dir genau an. Und wenn du eine Stelle gefunden hast im Körper, dann atme einfach hinein. Stell dir vor, du atmest Liebe und goldenes Licht genau an die Stelle, wo der Schmerz oder die Verspannung sitzt.
Wir alle wollen glückliche Familienbeziehungen haben. Und dabei ist es vollkommen egal, ob es um die Beziehungen zu unserer Ursprungsfamilie geht, also Eltern, Großeltern und so weiter, oder um unsere eigene, von uns gegründete, mit den Kindern und möglicherweise Enkelkindern. Ein kluger Mann, nämlich Ludwig Andreas Feuerbach, hat mal einen wunderbaren Spruch gesagt, und zwar: Deine erste Pflicht ist, dich selbst glücklich zu machen. Bist du glücklich, machst du auch andere glücklich. Daher die Frage: Was kannst du heute tun, um dich selbst glücklich zu machen und dieses Glück dann ausstrahlen lassen über dich hinaus in deine Familie hinein? Beim Geld hört die Freundschaft auf, heißt es immer so. Die Frage ist: Was bist du bereit, dir an Reichtum, an Geld, an finanziellen Möglichkeiten, an Fülle ganz allgemein zuzugestehen? Was bist du dir selbst wert und an welchen Stellen verkaufst du dich möglicherweise unter deinem Wert? Wie steht es um die Selbstliebe in deinem beruflichen Tun, in deinem Wirken? Arbeitest du des Geldes wegen? Oder macht es dir eine Riesenfreude, das zu tun, was du tust? Und wenn es vorrangig des Geldes wegen ist und keine Begeisterung oder nur minimale Begeisterung dabei ist, was kannst du ändern, damit es sich für dich wieder so richtig gut und erfüllend anfühlt? Freundschaften sind etwas Wunderbares. Und wenn sie gut gepflegt sind, können sie Jahre und Jahrzehnte überdauern. Gerade in sehr langen Freundschaften passiert es mitunter auch, wie in sehr langen Partnerschaften, dass man sich auseinander entwickelt. Die Frage ist hier an dieser Stelle: Wie kann ich diese Freundschaft auch weiterhin noch mit guten, positiven Inhalten erfüllen? Oder wird es gar Zeit, den einen oder anderen Freund loszulassen? Spiritualität ist heutzutage nichts mehr, worüber man hinter vorgehaltener Hand sprechen muss. Und viele Erkenntnisse aus der Spiritualität sind mittlerweile auch wissenschaftlich belegt und begründet. Jetzt fragst du dich vielleicht: Was hat Spiritualität mit Selbstliebe zu tun? Aus meiner Sicht gibt es dafür eine ganz wesentliche Frage. Welche Impulse erhältst du immer wieder als innere Stimmen und wie sehr vertraust du ihnen? Wie wäre es, wenn du einer von ihnen jetzt einfach mal schnurstracks folgst, ohne sie tausendmal immer wieder zu hinterfragen? Selbstliebe und Annahme seiner selbst genau so, wie man wirklich ist aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Aufgabe für jeden Menschen in seinem Leben, was er jetzt gerade lebt. Denn nur wenn du dich selbst lebst, dein wahres Selbst, indem du dich selbst liebst, kannst du den maximal möglichen Beitrag zum großen Ganzen leisten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir einen wunderschönen Tag.